Der Rhein lag im Nebel, aber dieses Mal verbarg der Nebel etwas. An den römischen Grenzposten sahen sich die Soldaten an. Niemand wagte zu sprechen. Denn dieses Mal stand ihnen nicht nur eine Armee gegenüber, es gab eine Prophezeiung und einen Namen. Ein Name, der geflüstert wurde, sich aber überall verbreitete: Veleda. Römische Generäle hatten jahrelang auf den Schlachtfeldern Blut vergossen. Sie hatten Aufstände niedergeschlagen. Sie hatten Königreiche dem Erdboden gleichgemacht. Aber jetzt, zum ersten Mal, fürchteten sie sich vor einer Frau. Warum? Weil Veleda nicht kämpfte. Sie redete nur. Und alles, was sie sagte, wurde wahr. Die andere Seite des Rheins war für Rom immer ein Albtraum. Dichte Wälder, verschwindende Wege, Hügel, deren Nebel sich nie lichtete. Aber die Menschen, die in diesen Ländern lebten, nannten sich nicht Barbaren, sie nannten sich frei. Und um diese Freiheit zu schützen, riskierten sie alles. Unter diesen Stämmen war einer für Rom der gefährlichste: die Bataver. Die Bataver waren keine gewöhnlichen Krieger. Sie hatten jahrelang in der römischen Armee gekämpft. Sie hatten Roms Stärke, Taktiken und Schwächen von innen gesehen. Und nun waren sie im Begriff, genau dieses Wissen gegen Rom einzusetzen. Ein Mann betrat die Bühne: Gaius Iulius Civilis. Jemand, der mit römischer Disziplin aufgewachsen war, der in römischen Stiefeln marschiert war. Aber der Zorn, der in ihm wuchs, war nun zu schwer zu ertragen. Er plante eine Rebellion, keinen gewöhnlichen Aufstand, denn hinter ihm stand keine gewöhnliche Macht. Tief im Wald, weit weg von den Menschen, in einem Turm, den niemand leicht erreichen konnte, lebte jemand. Das Volk näherte sich ihr nicht, aber es fürchtete sie, denn ihre Augen schienen nicht von dieser Welt zu sein. Veleda. Sie hatte kein Schwert in der Hand, aber ihre Worte waren mächtiger als Armeen. Nach germanischem Glauben konnten einige Menschen mit den Göttern sprechen. Veleda war eine dieser Personen, sogar noch mehr als das. Sie wurde als die Stimme der Götter angesehen. Selbst Kommandanten handelten nach ihrer Prophezeiung. Und auch Civilis. Auch Civilis hörte auf ihre Worte. Veleda hatte gesagt, Rom wird niederknien. Das war mehr als eine Prophezeiung. Das war ein Glaube, der wie eine Glut in den Herzen tausender Menschen brannte. Der Feind glaubte, dass er besiegt werden würde. Deine Seite hingegen, dass der Sieg bereits geschrieben stand. War es möglich, einen solchen Krieg zu gewinnen? Das Jahr 69 nach Christus Rom brannte in sich selbst. Thronkämpfe, Attentate, ständig wechselnde Kaiser. Die Geschichte sollte diese Zeit als das Vierkaiserjahr bezeichnen. Civilis wartete genau auf diesen Moment. Die Rebellion begann im Stillen. Nächtliche Überfälle auf kleine Garnisonen, stille Hinrichtungen, verschwindende römische Soldaten. Rom nahm es nicht ernst. Ein paar Barbarenstämme, sagten sie. Ein vorübergehender Aufstand. Aber dann wendete sich plötzlich alles. Burgen fielen eine nach der anderen. Die Legionen zogen sich zurück. Einige ergaben sich, einige wurden vernichtet. Und überall kursierte ein einziger Satz: Veleda hat dies vorausgesagt. Eine römische Flotte rückte über den Fluss vor, um den Aufstand niederzuschlagen. Sie waren stark, sie waren vorbereitet, sie waren sich des Sieges sicher. Die Bataver, die im Hinterhalt warteten, griffen an.
Schiffe brannten, Soldaten ertranken im Fluss, Roms Stolz versank unter den Wassermassen. Das war nicht nur eine Niederlage, das war eine Botschaft. Rom kann besiegt werden. Und als sich diese Botschaft verbreitete, wuchs der Aufstand. Mehr Stämme schlossen sich an, mehr römische Soldaten desertierten, mehr Angst machte sich breit. Ein Soldat hatte in sein Tagebuch geschrieben: Wir kämpfen nicht gegen sie, wir kämpfen gegen das Schicksal. Veleda war nicht mehr nur eine Prophetin, sie war zu einem Symbol geworden. Niemand durfte sich ihr direkt nähern. Ihre Botschaften wurden durch Vermittlerinnen überbracht. Sehr wenige hatten sie gesehen, aber es gab niemanden, der ihren Namen nicht kannte. Die römischen Kommandanten versuchten, die Situation zu verstehen. Wie konnten die Worte einer Frau Tausende von Kriegern mobilisieren? Aber die Antwort war einfach: Glaube. Für die germanischen Krieger war Veledas Prophezeiung unumstritten. Wenn sie Sieg sagte, gehörte der Sieg bereits ihnen. Rom verlor kampflos. Und schließlich versuchte Rom etwas anderes. Was sie nicht mit dem Schwert bewältigen konnten, versuchten sie mit dem Verstand zu besiegen. Gesandte wurden zu Veleda geschickt. Beute wurde in ihrem Namen gesandt. Das mächtigste Imperium der Welt schickte einer Frau im Wald Geschenke. Das wog schwerer als eine militärische Niederlage. Das war der Zusammenbruch des Ansehens. Aber Rom erholte sich schließlich. Der Bürgerkrieg war vorbei. Der Thron lag in der Hand eines einzigen Mannes, Vespasian. Die rücksichtslosesten Legionen wurden nach Norden geschickt. Dieses Mal würden sie nicht unterschätzen. Dieses Mal würden sie keine Fehler machen. Der Aufstand erlosch langsam. Die Stämme zerstreuten sich. Civilis wurde in die Enge getrieben. Und Veleda? Veleda wurde gefangen genommen. Aber Rom tötete sie nicht. Sie konnten sie nicht töten, denn sie zu töten hätte die Legende unsterblich gemacht. Sie brachten sie nach Rom, nicht wie eine Gefangene, wie ein Symbol. Einige Historiker sagen, dass sie noch jahrelang in Rom lebte, andere wiederum, dass sie still verschwand. Niemand weiß es. Und vielleicht ist diese Ungewissheit ihre größte Stärke. Veleda mag physisch verschwunden sein, aber die Spur, die sie hinterließ, wurde nie gelöscht. Denn ihr gelang das, was die Geschichte nur selten gesehen hat. Sie zwang ein Imperium in die Knie, ohne ein Schwert zu benutzen. Diese Geschichte sagt uns Folgendes: Macht liegt nicht immer bei den Armeen. Manchmal ist ein Glaube stärker als die größte Armee. Manchmal erschüttern die Worte eines einzigen Menschen Imperien. Frag dich nun selbst, wenn sogar Rom angesichts eines Glaubens erschüttert werden konnte, wie solide sind die Dinge, die wir heute als wahr akzeptieren? Und die Geschichte, besteht sie nur aus dem, was uns erzählt wurde? Oder sind die wahren Geschichten immer noch in den Schatten verborgen? Veleda ist vielleicht nicht nur eine Figur der Vergangenheit. Vielleicht ist sie die Erinnerung an die älteste und stärkste Waffe der Menschheit, das Glauben. Und genau deshalb wird ihre Geschichte immer noch geflüstert.